Hi, hier ist Daniel von The Intersphere. Wir haben ja letztens eine kleine Umfrage gestartet, worüber ihr gerne so ein paar Einblicke haben möchtet über die Band. Und deswegen mache ich heute den Anfang und ich zeige euch ein bisschen was über mein aktuelles Bass-Setup, was ich für Instrumente spiele, was ich für Pedale benutze. Und ich führe das Ganze natürlich auch vor, damit ich euch nicht nur zutexte. Und genau, zeige euch einfach, was ich da so damit anstelle. Viel Spaß, es geht direkt los. Fangen wir mal bei den Instrumenten an, die ich spiele. Hauptsächlich war das die letzten Jahre immer dieser Maruschuk Jake 5P. Das heißt, im Prinzip ist es ein fünfseitiger Precision mit einem zusätzlichen Humbucker hinten an der Brücke, aber trotzdem passiv. Ich bin kein großer Fan von aktiven EQs an Bässen. Die sind mir in der Regel eigentlich immer im Weg und ich gucke sowieso nur, dass die immer schön in der Mitte sind und ich will da nicht groß rumschrauben schon am Bass. Das kommt dann später im Pedalboard. Ansonsten, also wie gesagt, ich habe mir bauen lassen mit so ein paar kleinen Veränderungen wie ein bisschen anderen Halsmaßen hier oder auch ein bisschen einer anderen Schaltung hier an der Elektronik, aber alles keine großen Sachen. Er fühlt sich einfach wahnsinnig gut an. Das ist eigentlich der Grund, warum ich ihn hauptsächlich so gern spiele. Weiß nicht, ob ihr das kennt, aber manchmal nimmt man einfach ein Instrument in die Hand und es fühlt sich einfach sofort gut an. So, und das ist bei dem Instrument einfach der Fall. Deswegen nehme ich den immer wieder gerne in die Hand und spiele den vor allem live sehr gerne. Und der Großteil der The Grand Illusion Platte ist auch mit dem Bass eingespielt. Das andere Instrument, was ich noch gerne in der Band spiele, ist dieser Music Man Stingray. Dass der auch schwarz ist und auch ein Ahorn-Griffbrett hat, ist reiner Zufall. Ne? Die sehen sich jetzt ziemlich ähnlich. Aber ja, das Stingray werden wahrscheinlich die meisten von euch kennen. Ist ein gewöhnliches USA-Modell mit dem einen Humbucker. Und ja, was ich halt nicht ganz so mag, ist der aktive EQ. Mir wäre es am liebsten, er hätte einfach nur einen Lautstärkeregler und fertig. Den Switch finde ich eigentlich ganz praktisch immer. Und ansonsten, ja, er klingt ein bisschen aggressiver als der Jake, als der Maruschuk. Aber an für sich, so vom reinen Spielgefühl und vom Handling, mag ich den Maruschuk doch ein bisschen mehr. Trotzdem spiele ich den auch sehr gerne. Es ist immer ein bisschen phasenweise, welchen Bass ich gerade lieber spiele. Es gab Phasen, da habe ich nur den Stingray gespielt. Es gab Phasen, wo ich nur den Maruschuk gespielt habe. Das wechselt immer so ein bisschen ab. Also ich bin auf jeden Fall froh, dass ich beide Bässe habe und ja, wechsle da gerne mal durch. Jo, schauen wir uns das Pedalboard mal an. Im Prinzip ist das mein komplettes Rig gleichzeitig, weil ich live keinen Amp auf der Bühne habe, weil das für mich einfach überhaupt nicht praktisch ist als Bassist, vor allem da wir In-Ear spielen und unser Mischer freut sich natürlich auch darüber. Erstmal ein grober Überblick, was ich überhaupt auf dem Board habe. Das ist ja gar nicht so wahnsinnig viel. B7K Ultra von Darkglass, Boss OC3 Octaver, Torpedo Cap, Speaker-Simulation von Two Notes und hier das FX8 von Fractal Audio. Das wird zusätzlich noch angesteuert von dem Moog Expression Pedal. Also ich kann damit im Prinzip sämtliche Parameter ansteuern und per Fuß quasi bewegen. So, dann gibt es noch die zweite Ebene hier drunter. Ich kann den mal aufklappen. Hier haben wir erstmal den MIDI-Looper von G-Lab. Und was ich damit quasi mache, ist, dass ich die Pedale, die hier oben verbaut sind, kann ich quasi direkt über das FX8 ansteuern. Das heißt, das FX8 schickt MIDI raus an den Looper und der stellt hier die einzelnen Loops an. Ja, ich kann so sagen, hier bei dem Preset, bla bla bla, geht der Octaver an oder aus, wie auch immer. Ja. Schauen wir mal, ist hier gerade irgendwas. Ja, hier zum Beispiel Loop 1 geht an, wenn ich hier drücke und das wäre dann der Octaver. So muss ich also nicht zusätzlich noch die Pedale ein- und ausschalten, sondern es wird automatisch per Preset angesteuert. Genau, die DI-Box ist von Radial. Die habe ich auf dem Kopf verbaut, weil sonst die In- und Outputs quasi jeweils falsch rum wären. Ich habe hier noch eine Klinkenbuchse angelötet, dass zum Beispiel im Proberaum oder so, wenn ich da noch ein Amp zusätzlich habe, dass ich hier direkt per Klinke raus kann und nicht mir da irgendwie irgendwas hinbasteln muss.
Genau. Und eine lustige Sache, das Netzteil ist von Harley Benton. Und ganz ehrlich, ich hab das Teil schon jahrelang. Es funktioniert einfach. Da gibt es überhaupt nichts dran auszusetzen. Ich hatte nur nicht ein einziges Mal Probleme damit. Ich habe das oft schon auch im Flieger dabei gehabt, wurde durch die Gegend geworfen. Ich hatte noch nie Brummen, ich hatte noch nie Ausfälle. Genau, und deshalb habe ich da auch noch nie Gründe gesehen, da abzugraden. Es ist ein Netzteil, es versorgt die Sachen mit Strom und es funktioniert. Das FX8 und das Torpedo hat sowieso eine eigene Stromversorgung. Und von daher. Die Kabel habe ich größtenteils selbst gelötet, einfach nur damit ich ja, die Längen selbst bestimmen kann, die dann genau abgemessen sind, sonst wäre das ein ziemliches Chaos. Ist natürlich so, als auch ehrlich gesagt nicht besonders schön, aber besser habe ich es einfach nicht hingekriegt. Aber es ist schon okay. Genau. Hier habe ich noch eine USB-Buchse dran gemacht, da ich das FX8 über einen Rechner programmiere, hauptsächlich, weil es einfach ein bisschen bequemer ist als hier über die Menüs. Genau, da muss ich auch nicht jedes Mal hier aufklappen und an die USB-Buchse ranzukommen, sondern ich kann hier einfach hier direkt außen das USB einstecken. So, machen wir mal wieder zu. Also der Grundsound, den ich benutze, so der angecrunchte Sound, ist eigentlich immer der Dark Glass und das Torpedo zusammen. Da zeige ich euch gleich noch ein paar Beispiele, wie das dann klingen wird. Und genau, das Torpedo ist quasi eine Speaker-Simulation und simuliert eine Ampeg 8x10 Box. Zusätzlich aber auch noch eine Endstufen-Simulation. Das heißt, ja, simuliert quasi nochmal so eine Röhrenendstufe und macht nochmal, ja, simuliert einfach so ein bisschen diese Röhrensättigung. Ja, und die macht schon einiges. Also es ist nicht nur einfach irgendeine Impulse Response oder so, sondern das macht schon noch ein bisschen mehr. Die habe ich in der Regel eigentlich auch immer an, bis auf so ein paar extra Sounds, wo ich die dann ausmache. Das kann ich dann auch über das FX8 steuern. Nur mal als Beispiel, so, das wird jetzt über MIDI angesteuert übrigens auch direkt. Stellt einfach auf ein Preset, wo ich alles gebypasst habe. Ja, zum Beispiel bei Linger in der Strophe ist so ein dumpfer Synthi-Sound, da habe ich die aus. Und wenn es dann in den Chorus geht, gehen wir hier in mein Intosphere Standard Preset. Das E fehlt nur, weil er nicht genügend Zeichen anzeigen kann. Das E ist eigentlich da. Ich weiß, wie wir unseren Bandnamen schreiben. Die Pedale habe ich immer auf dem gleichen Setting. Ich habe keinen Bock, da zwischendurch irgendwie rumzuschrauben. Ich habe ein Setting und das bleibt so. Alles, was irgendwie dann Feintuning ist und für Song zu Song anders sein muss, passiert im FX8. Da ist dann alles eingespeichert und muss mir da keine Sorgen machen. Mit dem FX8 mache ich wirklich ganz viele verschiedene Sachen. Das fängt damit an, dass ich alle Zerren, die eben nicht vom Dark Glass kommen, über das FX8 laufen lasse. Das sind hauptsächlich dann eher Fuzz-Sounds, die also dann nochmal mehr Gain haben als der Dark Glass. Ansonsten viele Kleinigkeiten wie zum Beispiel EQs, um einfach die Sounds besser untereinander abstimmen zu können. Und darüber hinaus einfach wirklich für alles Mögliche. Für Reverbs, für Delays, für Pitch-Shift-Sachen. Auch dann einfach sowas wie Kompression, wo ich die Sounds auch einfach nochmal ein bisschen feintunen kann. Im FX8 habe ich dann auch für jeden Song ein eigenes Preset. Das erlaubt mir einfach, ja, auch bei den Songs so ein bisschen noch so Feinabstufungen zu machen, ein bisschen Feintuning zu machen. Und es gibt einfach immer mal wieder dann Songs, wo speziellere Sachen vorkommen. Hier bei Linger ist es zum Beispiel relativ viel, da kommen Pitch-Shift-Sachen, da kommen Reverbs rein und raus. Ihr seht, hier sind jetzt auch wirklich alle Fußschalter belegt. Das ist nicht bei allen Songs so, also bei vielen Sachen, wie zum Beispiel hier Prodigy Composers, da habe ich nur 2 Fußschalter belegt, einfach weil in dem Song nicht mehr vorkommt. Ja, und dann muss ich jetzt auch nicht hier vollgeballert sein. Und vor allem, wenn ich mal daneben trete oder so, dann passiert auch nichts. Das ist auf jeden Fall ein Vorteil. Genau, das heißt, wenn ihr das mal sehen wollt, fängt zum Beispiel an, hier jetzt Antitype, Relations in the Unseen, Man on the Moon und so weiter, Secret Place. Das hat sich für mich ziemlich gut bewährt. Das heißt, ein Song ist vorbei, ich tippe einfach auf Weiter und dann geht es zum nächsten Song.
und dann weiß ich, es ist alles eingestellt. Der Anfangssound stimmt auch. Das heißt, ich muss hier nicht mir Sorgen machen, wenn ich auf Pennygraves gehe, oh, muss ich dann nochmal irgendwie auf einen anderen Sound in dem Preset, sondern klar, das ist einfach schon so eingestellt, dass das der erste Sound ist. Jo, und dann zeige ich euch mal nach und nach, was ich damit so in der Praxis anstelle. Damit ihr mal einen Eindruck bekommt, wie das dann so für sich alleine klingt, zeige ich euch mal jetzt den Grundsound vom Darkglass und dem Torpedo zusammen mit dem Music Man Stingray. Und es klingt dann ohne Boost erstmal so. Und mit Boost klingt das Ganze dann so. Ja. Der Sound kommt zum Beispiel vor bei dem Song New Maxime von der letzten Platte. Das ist auch mit dem Stingray eingespielt im Studio und klingt so. Ja, und bei dem Sound ist auch schön die B-Seite sehr, sehr schön definiert. Wenn es dann mal richtig fassig werden soll und mir der Grundsound ein bisschen zu wenig Gain noch hat, dann benutze ich die Zerren aus dem FX8. Mache ich gerne auch in Verbindung mit dem Octaver. Das heißt, ich habe jetzt zum Beispiel hier bei dem Anti-Type-Sound zwei Zerren aus dem FX8 parallel. Einmal ein Big Muff und einmal eine Red-Simulation. Und auch das zusammen mit dem Torpedo. Ja, und mit dem Octaver zusammen macht das dann einen richtig fetten, fassigen Sound. Bei Man on the Moon gibt es von dem Sound noch eine Variation. Das ist auch dieser Fuzz-Sound, allerdings nicht mit dem Octaver, mit der Oktave drunter, sondern mit einem Pitch-Shifter aus dem FX8 mit der Oktave drüber, die noch leicht dazu gemischt ist. Und das Ganze klingt dann erstmal so. Bei dem Song ist es noch so, dass ich das Expression-Pedal benutze. Das habe ich hier quasi auf den Mixregler von dem Fuzz gelegt. Und auf die Weise kann ich stufenlos hin und her faden zwischen dem Fuzz-Sound und einem Clean-Signal. Und das zeige ich euch mal, wie das im Kontext funktioniert. Jetzt sage ich euch noch zwei Synthi-Sounds, die ich gerne benutze. Der erste ist von Mind Over Matter, der Strophensound. Da laufen dann ganz viele Sachen ineinander. Wir haben erstmal den Synthi-Block aus dem FX8, dann haben wir eine Zerre aus dem FX8, diverse Filter. Es wird nochmal komprimiert und dann mit einem EQ nochmal fein getuned. Das heißt, da ist es nicht getan, das irgendwie mit einem Effekt irgendwie so grob einzustellen, sondern da war jetzt wirklich viel Bastelei gefragt. Und am Ende klingt es dann jetzt so. Und bei dem letzten Sound schauen wir uns mal an, wie aus einem Clean-Signal ein fertiger Synthi-Sound wird.
Ich schalte einfach mal so die Effekte nach und nach dazu. Das sind ungefähr insgesamt dann 6 bis 8 Stück. Ja, um einfach mal zu sehen, was machen die einzelnen Effekte und wie hängen die miteinander zusammen. Gut, der Clean Sound klingt erstmal so, ist schon mal sehr stark komprimiert, also wundert euch nicht, dass es ziemlich pumpt, das ist aber erstmal überhaupt nicht schlimm. Dann kommt als nächster Schritt erstmal der Octaver. So, und jetzt wird es kurz ein bisschen ekelhaft, aber wartet mal ab, es wird dann noch besser. Jetzt kommt erstmal das Fass. Achtung, ekelhaft. Ja, das ist jetzt auch ohne die Speaker-Simulation. Jetzt EQ ich das ein bisschen. Schöner wird es dadurch erstmal nicht, aber für später hat das noch auf jeden Fall seine Gründe. Achtung, mit EQ. So, und jetzt wird es interessant. Jetzt schalte ich den Low-Pass-Filter dazu. Der ist jetzt erstmal relativ offen noch und mit dem Expression-Pedal kann ich den dann steuern. Also ich kann den auf und zu machen. Und es klingt dann so. Ja, ich kann noch ein bisschen Modulation dazu machen, so ein bisschen ganz, ganz leichten Pitch-Shifter, der so ein bisschen moduliert, aber das ist wirklich nur eine Kleinigkeit. Das war's erstmal von meiner Seite aus. Ich hoffe, es hat euch gefallen und es war interessant für euch. Wenn ihr uns unterstützen möchtet, dann folgt uns gerne auf Instagram, abonniert hier den YouTube-Kanal und kommentiert auch gerne kräftig. Das hilft uns einfach dabei, motiviert zu bleiben, um noch mehr solche Videos zu drehen, auch über die anderen Instrumente und über andere Themen. Checkt außerdem mal die Videobeschreibung, da stehen unsere ganzen Tourdates drin und dann hoffe ich sehr, dass wir uns mal auf dem nächsten Konzert sehen und ich wünsche euch bis dahin eine gute Zeit. Bis dahin, ciao.